Guten Morgen, die Sonne geht gleich auf. Allerdings, ihr seht es, hinter einer dicken Wolkendecke. Man kann nicht alles haben im Leben, dafür weht kein Wind. Da waren eigentlich heftige Böen angesagt. Die bleiben jetzt aus, dafür eben auch der schöne Sonnenaufgang. Ich suche jetzt trotzdem schon mal nach Motiven. Eben das erste Motiv, Küchenschellen. Und immer mal wieder kommt es auch vor, dass sich die Küchenschellen wirklich in der Zeit vertun. Ihr seht die Samenstände und dabei noch 3 Blüten. Also manchmal kommen stark verzögert auch nochmal Blüten zum Vorschein. Und hier vorne stehen Mannsknabenkräuter sowie Schlüsselblumen. Die hätte ich eigentlich gerne gegen die Sonne fotografiert. Vielleicht haben wir auch noch Glück, der Himmel wird da leicht rot. Aber ich war die letzten Tage häufiger hier und habe da vorne Schwalbenschwänze fliegen sehen. Und das auf einem relativ überschaubaren Fleck. Deswegen gehe ich da jetzt einfach mal hin und hoffe, einen Schwalbenschwanz zu finden. Das wäre ein Traum, habe ich schon ewig nicht mehr fotografiert. Man muss ihn halt erstmal finden. Also ich kenne es von Schwalbenschwänzen nur so, dass sie relativ exponiert sitzen. Mit zusammengeklappten Flügeln ist es natürlich nicht ganz so einfach. Aber gestern war es windig und dementsprechend werden sie wahrscheinlich sehr niedrig in der Vegetation hocken. Und da werde ich sie höchstwahrscheinlich einfach nicht finden können. Und hier wachsen jetzt schon nochmal deutlich mehr Knabenkräuter und das wäre eigentlich echt eine schöne Ecke. Aber ich brauche Licht. Da hinten, da ist so die einzige Öffnung der Wolkendecke und da ist eine schöne Farbe. Aber irgendwie will das heute nicht. So ist das manchmal. Vor allem, weil gestern der Abend unfassbar schön war. So viele Motive habe ich schon lange nicht mehr an einem Abend fotografiert. Das war zu schön, um wahr zu sein. Und ich glaube, jetzt soll meine Stimmung noch mal ein bisschen auf dem Boden bleiben. Ich hoffe trotzdem noch irgendwie einen Bläuling zu finden, irgendwie ein Motiv, wo ich sage, was mich anspringt, wo ich sage, ja, das ist es, das will ich jetzt fotografieren. Eben hingen noch so Wiesenschnaken an Grashalm, aber das ist nicht das Motiv, was ich will. Ich laufe den Weg jetzt hier einfach nochmal auf und ab, in der Hoffnung, eben was zu finden. Und ich bin da schon positiv gestimmt, dass da noch was kommt. Ich muss einfach die Augen offen halten. Und das Hochwandern hat sich gelohnt. Es lohnt sich immer mal den Weg auch nochmal von der anderen Seite zu betrachten. Also eine Strecke laufen und dann denselben Weg zurück, weil man entdeckt Dinge. Und hier, da, dieser weiße Punkt, das ist unser erster Schmetterling. Und zwar müsste das ein Grünaderweißling sein. Und ich will mal gucken, ob ich den nicht in diesem Grashalmgewirr irgendwie fotografieren kann. Das ist so ein Bild, weder gut noch schlecht. Kann man im Portfolio haben. Spricht mich aber nicht so an, deswegen weiter. Und ihr habt es gesehen, ich mache das frei Hand, stütze mich halt auf dem Knie ab, aber ohne Stativ. Der ISO ist ein bisschen höher, aber das Rauschen ist bei diesen modernen Kameras sowas von verträglich, dass das passt. Und wie? Meine App hat gelogen, die Sonne geht wohl doch dort auf und nicht da, wie angenommen. Ja, ändert aber nichts, dass ich keine Motive habe. Kommt schon noch. Diese Motivsuche und das in der Früh, das ist alles noch zeitlich begrenzt, weil es ist ja noch stockdunkel. Das ist so das, was mich
morgens auch ein bisschen abhält, rauszugehen. In der Früh erwacht der Tag. Die Tiere wurden noch nicht gestört. Die sind draußen auf den Freiflächen und Esen und so weiter. Es ist in meinen Augen schon die beste Tageszeit, um zu fotografieren, aber es ist auch unglaublich schwer, eben gerade in der Makrofotografie das passende Motiv zu finden. Da ist es abends deutlich leichter, weil da fliegen die Schmetterlinge zum Beispiel noch rum, setzen sich und man weiß haargenau, da ist er. Da werde ich ihn fotografieren können zum Sonnenuntergang. Und das ist frühmorgens einfach nicht möglich. Und diese zusammengeklappten Falter, die sind, man mag es nicht glauben, so ein Schwalbenschwanz, super auffällig am Tag, aber wenn sie zusammengeklappt sind, dann sucht man sich dumm und dämlich. Aber hier vor uns ist noch ein besonderes Motiv. Und ich habe die Küchenschelle ganz am Anfang schon erwähnt. Und hier steht sie. Und so ein richtig schöner Busch in Anführungszeichen. Und diese Samenstände sind toll. Die sind toll. Wir haben so viele verschiedene Formen. Es ist ein bisschen chaotisch dabei, aber wir haben auch diese geraden Linien von, also die Stiele letztendlich. Dann können wir da in den Samenstand hinein fotografieren. Also Samenstände der Küchenschellen sind definitiv ein Motiv wert. Und ich sehe gerade, dass dort auch wieder, da turnt eine Fliege rum. Und das gepaart mit dem Gegenlicht ist definitiv ein Motiv. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal für kurze Zeit hier mit dem Makro versuchen, diese Samenstände irgendwie künstlerisch einzufangen, gepaart mit dem Highlight. Und das ist eben eine Fliege. Also ein Highlight im Bild muss nicht immer spektakulär sein. Es kann eine Fliege sein, es kann eine Mücke sein. Hauptsache, es ist dieser Eyecatcher mit im Bild. Das Ganze mache ich manuell. Also das Fokussieren mache ich manuell. Wenn ich die Kamera noch anschalten würde. Weil mir das die größte Flexibilität gibt. Gerade weil die Samen recht lang sind. Und da trifft der Autofokus einfach nicht immer. Jetzt muss ich mal gucken mit der Fliege, ob ich die wirklich in so einen Lichtkegel setzen kann. Aber Lichtkegel kriege ich gar nicht mal drauf, der ist zu schwach. Aber ich zeige euch gleich mal ein Beispielbild, was man da machen kann, wie ich es mir ungefähr vorstelle. Und auch gegen weißen Himmel schaut das mega aus. Also es muss nicht immer der perfekte, schönste Sonnenaufgang sein. Man muss sich damit arrangieren, was man hat. Ja, das schaut schon gut aus. Also Offenblende, stark überbelichten. Huch. Das Bild sollten wir vielleicht noch anzeigen. Offenblende 2.8, stark überbelichten. Verschlusszeit ist relativ knapp, aber es passt. Und wir haben ein Highlight. Auch ohne wäre es schon ganz nett, aber eben noch nicht Palm. Nicht so, dass man hängen bleibt. Und da macht die Fliege eben ihre Dienste. Und ich muss eine sehr tiefe Position einnehmen, damit ich eben einen Himmel drauf bekomme und kein Grün. Leider hat die Fliege sich jetzt gedreht. Ich hätte gerne das Gesicht drauf. Aber es ist genau dieses Highlight, was mir ganz häufig in meinen Bildern fehlt. Deswegen sage ich, da fehlt noch was. Das ist noch nicht perfekt. Weil der Eyecatcher fehlt. Es fehlt das wesentliche Element in dem Bild, dass man hängen bleibt. Die Strukturen sind schön, aber das ist das Umfeld für mich. Für mich steht das Tier dann wieder im Vordergrund. Und ihr seht es auch hier, das Tier gibt letztendlich die Bildkomposition vor. Natürlich können wir die Fliege jetzt den goldenen Schnitt rücken, aber sie sitzt eben dort, wo sie sitzt. Und dementsprechend müssen wir uns anpassen. Wenn ich
ich musste jetzt nah rangehen, weil sie eben auf der untersten Blüte sitzt und ich wollte keine Stängel mit im Bild haben. Ich wollte einen clean Hintergrund haben, rein weiß. Wenn ich weiter weggehe, dann habe ich andere Stängel drin, die das Bild ein bisschen begrenzen, aber das sieht in meinen Augen nicht so harmonisch aus. Dementsprechend nah ran muss ich gehen. Die Fliege gibt hier das Bild vor und ich muss mich damit arrangieren, wie sie sitzt und versuche das Beste draus zu machen. Also generell diese Strukturen, auch Löwenzahn, der Samenstand vom Löwenzahn, die Pusteblume, sieht auch unglaublich faszinierend aus, wenn man da mit dem Makro rangeht. Also probiert es einfach mal aus, zeigt gerne ein paar Bilder auf Instagram mit dem Hashtag Chris Kauler. Da gucke ich immer mal wieder durch, gebe ein paar Likes, also nutzt das gerne. Das ist einfach ein spannendes Motiv. Pflanzen bilden einfach das richtig schöne, spektakuläre Umfeld mit ganz, ganz spannenden Linien. Ich glaube, ich mache mal ein Video zu Löwenzahn, ein eigenes, weil da geht unglaublich viel und ich habe es selbst noch nicht gemacht. Ich weiß, da geht einiges, aber habe ich bisher einfach noch nicht gemacht. Dementsprechend wäre das vielleicht auch ganz nett, wenn wir das als Video verfassen und mal gucken, was dabei so entsteht. Leider nimmt der Wind jetzt deutlich zu und ich habe keinerlei Motive mehr gefunden. Deswegen denke ich, ist es Zeit, das Video zu beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!